Thanks for coming to our press conference this evening. We've just had Joel Matip. Obviously now it's time for our manager Jurgen Klopp. I know most of you are already well aware of our procedures here. For those of you who were in Hoffenheim with us, the manager will answer questions asked in English, and questions asked in German, and then Jan, I think that's correct, our translator, will do the subsequent translating for the required language. Usual drill, please raise your hand. We have got limited time. We'll get around as many of you as we possibly can during that period. And as always, please wait for the translation at the end of each question and answer before moving on to the next one. Vinny, you're going to kick us off as per. And Jurgen, hopefully you understand that I have to check again. But obviously we were at training today and there was no Philippe Coutinho. So can you give us an update on his injury situation and when you might expect to have him back and available? If Phil would start tomorrow, what he can, because on top he's now ill. How one other player too, what he was not that, with him it was not that serious, so he was back on training today. If he would start tomorrow, yeah, it would take time because there's no training for a long time meanwhile, and so no idea in this moment. That we would have to check in a moment when he's back. Also die Frage war, Jürgen, ich muss die Frage leider stellen, ich muss nochmal nachfragen nach Philippe Coutinho. Der war ja heute nicht im Training, er hat eine Verletzung. Haben Sie irgendeine Idee, haben Sie eine Einschätzung, wann er eventuell wieder zur Verfügung stehen könnte für das Team? Die Antwort war ja, na gut, wenn Phil morgen spielen würde, wenn er morgen beginnen würde, was er eh nicht kann, weil er zusätzlich auch noch krank ist, dann müsste man mal sehen, das hat ja auch was mit der Verletzung zu tun. Er hat jetzt lange kein Training gehabt, das heißt, was er dann leisten könnte nach so einer langen Trainingspause, ist eh ungewiss. Deswegen habe ich momentan keine größere Idee dazu, was die Lage ist. And there have been various reports that you ought to hold clear the air talks with Philippe. Also, that a deadline has passed as well that Barcelona had set for Liverpool to accept an offer. As far as you're concerned now, is this the end of the matter completely now? I think I never gave any comments on what whoever wrote, said, or don't know another word. So, but it's 100% clear that nothing changed. So I said it already. My English is not good enough to give 500 different answers and always the same question. So nothing changed. Die Frage war, es gab jetzt Berichte dazu, dass Gespräche mit Coutinho gibt, dass irgendwie auch schon eine Terminfrist abgelaufen ist, die Barcelona gesetzt hatte hinsichtlich der Ablösesumme und des Angebots. Deswegen ist meine Frage, ist jetzt alles vorbei? Die Antwort ist, ich kommentiere eigentlich nie irgendwas, was andere Leute gesagt oder geschrieben haben, wer auch immer. Es ist 100% so, es hat sich nichts geändert und ich habe es, glaube ich, auch vorher schon mal gesagt, mein Englisch ist einfach nicht gut genug, dass ich 500 verschiedene Arten und Weisen finden kann, wie ich die gleiche Frage, die andauernd gestellt wird, unterschiedlich auf Englisch beantworte. Given the importance of this game to both sides, what are you expecting? A football game. An intense one. 100%. I think the main difference between this game tomorrow and the game last week is that now everybody knows about the quality of Hoffenheim. I knew it before, but I'm pretty sure a lot of people in England didn't expect the quality of Hoffenheim they saw, and that's now clear. For me, it's half-time. And half-time, you have to adjust things. You have to change things in the right direction. The first game was good enough to get a result. The second game needs to be better, so that's how it is. But Anfield is a main factor, so that's how it is. We all know it. It's a very special place, and nothing happens by itself. We have to perform, we have to deliver, but we all know then the atmosphere can and will help you. And I really hope that everybody is ready for this game. Everybody's ready to fight. I would be concerned if the people would think there's a a weak side weak side coming from Hoffenheim, and we need to be dominant and things like this. And each bad pass gets kind of a moan or whatever. It will not happen because I know we have a football crowd and they know about the quality meanwhile, and so they are ready to fight, and we are ready to fight too.
Die Frage war, wie wichtig ist aus Ihrer Sicht das Spiel für beide Mannschaften morgen? Was erwarten Sie für morgen? Die Antwort ist, ich erwarte für morgen ein Fußballspiel, ganz einfach. Es wird natürlich hundertprozentig intensiv sein, das Spiel. Das Einzige, was sich wahrscheinlich jetzt geändert hat, ist, dass viele mittlerweile jetzt wissen, was ich vorher schon wusste, dass Hoffenheim eine höchst große Qualität hat. Aber ich glaube, viele in England haben das nicht so erwartet, dass Hoffenheim so gut ist. Ich würde sagen, die Lage ist klar. Wir haben momentan Zeitpunkt Halbzeit. In der Halbzeit muss man sich neu aufstellen und umstellen. Das Hinspiel war schon mal gut. Wir haben sicherlich ein gutes Ergebnis. Das Rückspiel muss aber noch mal besser werden. Dann haben wir natürlich zusätzlich noch den Faktor Anfield. Wir wissen, wie viel das ausmachen kann. Wir werden auf dem Platz natürlich ein Team begegnen, das qualitativ hochwertig ist, wie ich sagte. Wir brauchen aber natürlich auch die Kenntnis im Hinterkopf, dass wir die Unterstützung des Stadions haben. Das wird uns helfen können. Ich glaube nicht, dass die Leute hier erwarten, dass es ein langweiliges Spiel wird. Wenn wir schwach sein sollten, wird es sicherlich Anforderungen von den Rängen geben. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, wir müssen das Spiel annehmen und wir müssen kämpfen morgen. To our friend at the back of the room. Dass Hoffenheim wenig bis fast gar nichts zu verlieren hat. Wie sehr ist das auch für euch eine große Unbekannte, vielleicht beim Gegner Qualitäten oder noch Potenzial danach, die ihr zu überraschen habt? Das ist eine reine Frage der Sichtweise. Ich glaube nicht, dass Hoffenheim sich im gleichen Maße über Europa League freuen würde, wie sie das vielleicht am Ende der letzten Saison getan hätten, wenn sie Fünfter geworden wären, relativ abgeschlagen von Platz 4. Und im letzten Moment auf Platz 5 rutschen und dann ist Europa League wunderschön, wundervoll. Dann will man das unbedingt spielen. Aber jetzt, wir haben im Grunde genommen beide das Gleiche zu verlieren. Wir sind meilenweit davon entfernt, uns irgendwie Gedanken darüber zu machen, wer hier eher Champions League spielen müsste. Wir sind bereit, die Herausforderung anzunehmen. Das waren wir vom ersten Moment. Wir haben ein ganzes Jahr darum gekämpft, in dieses Spiel zu kommen. Und jetzt haben wir uns auf das Hinspiel gefreut. Und das ist ergebnistechnisch sogar besser gelaufen, als wir es erwarten konnten. Weil ich glaube nicht, dass man unbedingt erwarten kann, dass man in Hoffenheim gewinnt. Das ist, ich weiß gar nicht, wie wenig Mannschaften gelungen in der Zeit davor. Und uns ist es gelungen. Und dementsprechend, wer das so sehen will, dass er nichts zu verlieren hat, der wird irgendwann heute Nacht feststellen, dass das sich tatsächlich ein bisschen anders anfühlt, als wenn man tatsächlich nichts zu verlieren hat. Wir haben eine positive Leistung gebracht in Hoffenheim und wollen erneut eine positive Leistung bringen morgen Abend. Also tatsächlich, alles, was außenrum geschrieben wird, muss man im Sport an sich abprallen lassen und deswegen werden wir das auch tun. So the question was, Hoffenheim might have very little to lose, maybe even nothing to lose. So to what extent is this factor an unknown factor to you? To what extent might that release new potential for them, the fact that they think they've got nothing to lose now? The answer is, well, that's a matter of perspective. I think if you think back to the last German season, if Hoffenheim had ended 5th in the Bundesliga rather than 4th, they wouldn't have been so happy to go into the Europa League as they are now happy to potentially play in the Champions League. So that's the same situation for both our teams, for Liverpool and Hoffenheim. We both want to play in the Champions League, and we need to accept the challenge as well. We've worked for this goal hard last year, and we've got a good result coming out of the first leg. Winning at Hoffenheim is no mean feat. I don't think there are that many teams really that have won away at Hoffenheim. But I think if you think that Hoffenheim go into this game thinking they've got nothing to lose, you've got another thing coming. We've seen how dangerous they are. We have performed well in the first leg, and we need to play very well tomorrow. And anything else that's covered in the media about this kind of thing doesn't really matter. You need to focus that out. Okay, gentleman here at the front. Während der Bayern hat gesagt, dass Hoffenheim den besseren Fußball spielen würde. Wie sehen Sie das, beziehungsweise wie interpretieren Sie diese Aussage? Gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Also es ist zum Glück kein Eiskunstlauf, wo es A- und B-Noten gibt, sondern es geht tatsächlich darum, wer das Ding gewinnt. Und ich habe häufig genug schon in meiner Mannschaft einen besseren Fußball gespielt, am Ende verloren. Also interessiert mich nicht wahnsinnig. Ich mag Kerim sehr gerne, finde ich ein außergewöhnlicher Spieler mit einer großartigen Entwicklung. Aber er wird auch wissen, dass es nicht um Schönheit geht morgen.
So the question was, Kevin Dimmerbay said that Hoffenheim had actually been better in the first leg. What is your take on this? I don't think about this at all. It's not like we're doing ice skating where judges decide on the beauty of your ice skating. We're playing football here, and what matters is winning. So there's often been matches in the past where the worst team has won and the better team has lost, and vice versa. All of that is irrelevant. I do like Kevin. He's an excellent player. Kerim, no problem. Yeah. Kerim, I do like Kerim. He's an excellent player with a lot of development, but I think he also knows, just like me, that football is not all about beauty. Zed, from being. Jurgen, so now that you have the lead, how do you approach this game? Can you wait patiently for them at the beginning, or do you have to go for it from the start? I would say you wait until we start. Die Frage war an Herrn Klopp, jetzt wo Sie im Hinspiel gewonnen haben, wie gehen Sie in das Spiel rein? Werden Sie geduldig abwarten oder werden Sie ab der ersten Minute loslegen? Die Antwort war, ich würde sagen, Sie warten einfach mal ab und sehen sich das an, wie wir es morgen machen. Juliet from the BBC. Yeah, you won't take long, I promise. Going back to Phil's situation, you say 100% it hasn't changed, and you're not interested in what reports or media or anyone else is saying. So can I ask you directly, is everything cool between you two, and once he's over his illness and his injuries, would you welcome him back? Of course. With open arms? Of course. Can you elaborate a bit on it? Why, you ask if everything is okay between me and him? That was the question, right? Yeah, And I answered with, of course. Or yes. Indeed. Absolutely. 100%. Jan. Yes, of course. Absolutely. 100%. Jan. Also die Frage war, es tut mir leid, dass ich nochmal auf das Thema Philippe Coutinho zurückkommen muss. Sie haben ja gesagt, dass sich 100% nichts geändert hat. Kann ich denn fragen, ob zwischen Ihnen beiden alles stimmt? Ist die Stimmung wunderbar? Ist alles cool, wie man auf Englisch sagt, zwischen Ihnen beiden? Und die Antwort ist natürlich. Ich meine, warum fragen Sie mich, ob zwischen mir und Philippe Coutinho alles in Ordnung ist? Die Antwort ist, ja, natürlich, ja, in der Tat, 100%, alles cool. Final couple of questions, gentlemen there. Entschuldigung? Sorry. Wovor haben Sie im Moment am meisten Respekt bei Hoffenheim? Ich finde, Respekt ist eigentlich mal, ist ein gutes Wort, aber auch leicht kann man das falsch interpretieren. Ich denke, dass im Fußball ohne Respekt überhaupt nichts funktioniert, weil es in der Analyse ein ganz wichtiger Faktor ist, weil du einfach die Qualitäten des Gegners respektieren musst, um dann zu versuchen, diese Qualitäten nicht zum Vorschein kommen zu lassen. Und ich denke, das ist offensichtlich, was Hoffenheim für Qualitäten hat und dementsprechend, wie sie spielen. Sie haben einen glasklaren Plan. Meinen allerhöchsten Respekt vor Julian und seiner Truppe da. Das ist, wir haben eine tolle Mannschaft zusammengestellt. Er macht einen außergewöhnlichen Job. Und wir kennen, der Plan ist klar. Sie haben einen ganz ruhigen Spielaufbau. Sie wollen Fußball spielen. Sie haben Ballbesitz. Sie spielen in die Halbräume. Sie laufen hinter die letzte Linie ein. Sie spielen Diagonalbälle. Sie haben immer mindestens genügend Spieler im Strafraum. Das ist eine sehr offensive Ausrichtung. Und ich finde, dass man das respektieren wir zu 100%. Aber damit arbeiten wir auch. Und das ist es auch schon. So the question was, in terms of Hoffenheim, what do you respect most about Hoffenheim? The answer is, I think generally speaking, in terms of football, respect is something important. It's always important to have respect, but the respect you have is the respect for the qualities of a team, which is important when you analyze your opponents. And then, obviously, what you need to do as a next step is try to prevent that team from playing to their strength and using those qualities. It is evident for everybody to see what the qualities of Hoffenheim are. They have a very clear plan. I really respect what Julian and his team have achieved. He's done an excellent job, and the whole team there has done an excellent job. They've put a great squad together. We have a plan, then we need to be very calm in our approach to the way they play, to the way they pass the ball, to the way they create half spaces. They have sufficient players who are good enough
and are very offensive. So it's excellent the way they play and the way they plan matches, and I respect that 100%. So that means we have work to do. Okay, fantastic. It's going to be the last question, gentlemen, in the second row there. Herr Klopp, haben Sie Elfmeterschießen trainieren lassen oder brauchen Sie das nicht, weil es gar nicht so weit kommt? Trainieren lassen nicht, aber die Jungs schießen das freiwillig sehr gerne nach dem Training. Also es ist immer, die Möglichkeit besteht immer, aber dass ich das jetzt als das perfekte Szenario empfinden würde, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Das ist nicht so, aber wenn es soweit kommt, wir wollen die nächste Runde. Wie ist am Ende wurscht. So the question was, Jürgen, did you practice taking penalties with your players, or do you think that would not be necessary anyway? And the answer is, I did not make them practice penalties. I allowed them to shoot penalties if they fancy doing that after training, and they like doing that. So there's a possibility. I think obviously everybody knows that a penalty shootout is not the perfect scenario for us. But if it did have to go to penalties, we would still try, because getting to the next round, that's our main objective. Okay, Jan, thank you very much. Thank you everyone for coming. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you.